Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und eigentlich nur ein kurzes Update. Ich habe ja schon ein paar Tage jetzt keine Videos mehr gemacht und will euch einfach nur sagen, warum, weshalb, wieso, wie geht's jetzt weiter. Ja, einen anderen Hintergrund hat das Video gar nicht. Also, beziehungsweise ich habe mir einfach gedacht, bevor wir jetzt einfach so weitermachen mit normalen Content und so tun, als wäre es nichts gewesen, kann ich euch einfach so erzählen, warum es still war und warum nichts los war. Und nehme euch sozusagen mit und dann fangen wir wieder mit der neuen Saison an. Und genau, ich habe, glaube ich, das letzte Video, glaube ich, so richtig aktuell Vlogs haben wir geendet, glaube ich, oder sind wir geendet mit den Sonnenblumendreschen. Und dann ging es für mich halt in die Weihnachtszeit mit Merch, allem drum und dran, was dazugehört, filmtechnisch, bürotechnisch, alles drum und dran. Dieses Jahr habe ich, sagen wir mal, 95% von dem Merch mit Lisi alleine gemacht. Das heißt, keine weiteren Leute oder so. Das heißt, das war eine sehr, sehr intensive Zeit. Und wer den Podcast verfolgt, ja, also es ist ja nur YouTube, wo es ein bisschen ruhiger wurde. Streams gab es ja trotzdem und auch andere Plattformen, Instagram oder so, wurde ja trotzdem bespielt. Twitch nach wie vor, wie gesagt, Streams gab es ja trotzdem. Hat das verfolgen können, auch im Podcast habe ich gesagt, Leute, ich fahre ein bisschen runter. Das ist eine ziemlich intensive Zeit gerade und ist ziemlich hart. Und deswegen mache ich ein bisschen ruhiger und auch das habe ich so nach Weihnachten genutzt und habe auch gesagt, ich mache jetzt ein bisschen ruhiger. Ich will einfach nur mal frei haben, Zeit mit meiner Familie verbringen. Klar hat man nie wirklich frei. Man hat immer ein bisschen zu tun. Büro, dies, das, jenes bleibt immer offen. Aber ich wollte halt einfach Zeit mit meiner Familie verbringen und Zeit mit Anton verbringen. Auch die Leute aus dem Podcast und die Leute aus den Livestreams haben es vielleicht mitbekommen. Lisi ist schwanger. Wir bekommen im April ein weiteres Kind. Und deshalb wollte ich mir einfach die Freiheit nehmen. So, entschuldigt. Telefonat. Wo waren wir stehen geblieben? Ich versuche mal nochmal aufzuräumen. Also, genau, da hatten wir die Weihnachtszeit, alles super intensiv. Und ihr wisst, ich bin ja ein Typ, der relativ viel arbeitet und ich habe da Freude dran. Ne? Aber ich glaube, dieses Jahr war auch mal Zeit, da braucht man auch mal eine Pause. Und ich habe immer gesagt, ich will keine Videos machen, wenn ich sie machen muss, sondern wenn ich sie machen möchte. Und deshalb habe ich mir einfach freigenommen. Und für alle, die sagen, muss halt weniger arbeiten, habe ich ja jetzt gemacht. Ich habe mir dann halt wirklich mal freigenommen und Pause gemacht. Klar, wie gesagt, die anderen Kanäle sind trotzdem weitergegangen, haben trotzdem zweimal die Woche gestreamt. Podcast haben wir ja trotzdem gemacht. Aber Videos habe ich mich ein bisschen rausgenommen. Auch, weil es momentan relativ schwierig ist in den sozialen Medien. Die Situation in der Landwirtschaft, in der Politik ist super angespannt. Ich habe ich habe ja nur ein Video gemacht und habe auch andere Videos auf anderen Kanälen gemacht. Und egal wie nüchtern man Zahlen betrachtet, trifft man teilweise immer auf ein bisschen Hass und auch auf die ein oder andere kleine Morddrohung und dies und das und jenes. Und das passiert nicht nur komischerweise von Leuten, die gar nicht aus der Landwirtschaft kommen, sondern auch tatsächlich von Landwirten. Das heißt, auch wenn ein Landwirt der Meinung ist, man stellt Dinge schlecht dar, dann ist die Kritik nicht gerade höflich formuliert, sagen wir es so. Und auch wenn man manchmal, ich habe ja bei YouTube relativ lange gewartet, bis ich auf die Demos reagiere, aber auf den anderen Kanälen habe ich da deutlich schneller drauf reagiert. Auch wenn man das so macht, dann kam das bei vielen auch, vielen will ich gar nicht sagen, bei einigen gar nicht gut an. Und man bekommt dann Schuldzuweisung, dies, das, jenes. Dazu möchte ich einfach Folgendes sagen. Ursprünglich, ich bin nicht angetreten mit den ganzen Videos, um irgendwas politisch zu erreichen. Das war nie der Sinn. Ich habe von Anfang an gesagt, und das will ich auch immer noch, ich möchte Leute mit Landwirtschaft begeistern und möchte sie mitreißen. Und ich finde, diese Statement-Videos und jetzt muss mal Klartext gesprochen werden, sind nicht meine Art und die liegen mir auch überhaupt nicht. Und dieses politische Rumgewälze, das ist überhaupt nicht meine Art. Ich habe das so ein bisschen versucht, mit Content einfach anhand von nüchternen Zahlen darzustellen. Aber von den allen anderen gibt es genug. Es gibt genug, die diesen landwirtschaftlichen Politik-Content machen und die sind auch besser. Sie sind einfach besser, argumentieren gut, sind bereit, sich da den Diskussionen zu stellen. Ich meine, ich stelle mich auch den Diskussionen in Livestreams, dies, das, jenes, mache ich das natürlich auch. Aber ich möchte jetzt kein Video machen, wie man das vielleicht auf anderen Kanälen sieht. Das habe ich einfach nicht gefühlt. Und bei mir ist es so, wenn ich ein Video mache, dann muss ich im Kopf eine Idee haben und dann
belese ich mich auch relativ lange über Themen und Statistiken und nochmal hier und nochmal da, weil ich wirklich keinen Blödsinn erzählen will. Und das dauert dann relativ lange für solche Videos, und dann sind die nicht so frei, wie man das vielleicht von mir gewohnt ist. Und deshalb habe ich ich habe da zwar ein Video gemacht, aber im Gesamten, wie gesagt, fühle ich einfach, dass das nicht mein Content ist, in dem Bereich, in dem ich mich da gar nicht wohlfühle. Wie gesagt, ich habe mich klar dazu geäußert in den anderen Plattformen, wo wir auch denken, dass wir da mehr Leute aus der Nicht-Landwirtschaft erreichen, weil ich denke, der YouTube-Algorithmus ist ja nun mal so, dass dir die Person gezeigt wird, die du magst oder die dir das erzählt, was du hören möchtest. Und so sind ja andere Algorithmen auch aufgebaut. Aber trotzdem kannst du mit einem Short oder mit einem Reel oder mit einem TikTok relativ schnell neue Leute erreichen. Aber das ist auf YouTube, glaube ich, nicht so der Fall. Also ja, Leute, die sich informieren wollen, das merke ich jetzt auf meinem Kanal. Viele alte Videos werden geguckt und die Kommentare sind dementsprechend: hey, bin neu auf deinem Kanal, wollte mich über Landwirtschaft informieren, dies, das, jenes. Versteht ihr? Aber wenn du jetzt so ein Video machst, wo ich der Meinung, das ist die aktuelle Situation der Landwirtschaft, dies, das, jenes, dann, glaube ich, kriegt man gar nicht so viel fremde Leute da erreicht. Und da, glaube ich, ist einfach diese Massenwirkung von Social Media, was man ja inzwischen mitkriegt. Also du musst ja heutzutage keinen großen Kanal haben, damit irgendein Video viral geht, sondern das Video an sich muss ja nur viral gehen. Das ist ja völlig irrelevant, ob der Kanal 100.000 oder 5.000 Abonnenten, Follower, was auch immer hat. Von daher denke ich einfach, die Wirkung von dem Ganzen ist einfach... Ja, Social Media ist voll von diesen ganzen Thematiken. Und da brauche nicht ich als fünfter Willi da irgendwie noch was dazu sagen. Ja, und ich glaube, da wird das teilweise auch keine Ahnung, die Abonnenten oder so, die werden da, glaube ich, ein bisschen überbewertet. Also ich sehe meine Rolle da nicht so, dass ich so krass viele Leute erreichen kann, weil die Leute, die ich erreiche, die habe ich ja schon erreicht und die sind ja schon bei mir. Aber tatsächlich neue Leute zu erreichen, das ist schwierig. Und das versuche ich halt eher mit Content, der über die Landwirtschaft begeistert. Aber so viel dazu. Das heißt, mit normalen Content-Videos weitermachen hätte ich schon Lust gehabt. Aber die Situation ist nach wie vor auch noch angespannter. Das heißt, keine Ahnung, wie ihr vielleicht gelesen habt, ich habe einen Zweitkanal mit Uncut in MV gemacht, weil ich da einfach so ein bisschen Livestream-Sachen, dies, das, jenes hochladen will, weil es teilweise schade ist, dass so Livestreams so aus dem Mähdrescher mit Sonnenblumendreschen, Maisdreschen, Maishäckseln einfach verschwindet. Es wird 60 Tage gespeichert und dann verschwindet das für immer. Und da haben so viele Zuschauer den Wunsch geäußert, kannst du das nicht einfach uncutted hochladen? Und warum eigentlich nicht? Also für diesen Kanal, für Landwirt in MV ist mir das irgendwie, man hat ja Anspruch an die Videos und ich hoffe, das bekommt man mit. Von daher ist es mir ist es mir wichtig, dass es nicht hier landet, sondern woanders. Und so ging es mir auch bei den Upload von den Agritechniker-Livestreams. Das ist ja eine coole Sache und wir haben relativ viel Geld investiert, damit wir da so streamen können. Also nur für euch, das Equipment, was wir da hatten, hat 5.000 € gekostet. So, das nutze ich jetzt danach halt in meinen Maschinen. Beziehungsweise dann für einen Livestream, weil ich auch da meine Qualität verbessern will. Aber wir haben uns ja die Arbeit gemacht und haben da live gestreamt. Und dann ist das irgendwie auch schade, wenn es nur so für einen kurzen Moment verfügbar ist, weil gab ja teilweise auch wirklich gute Gespräche mit den ganzen Herstellern und mit den ganzen Ständen. Und das, denke ich, ist aber auch eher eine Sache für den Zweitkanal und nicht hier direkt für Landwirt in MV. Da machen wir halt die Videos, die wir halt immer machen und die es auch da weitergehen soll. Und genau, aber selbst da, wenn man da so ein Video hochlädt, kommt halt so ein Kommentar mit, gibt's gerade nichts Wichtigeres. Ja, also da seht ihr einfach, momentan ist es sehr schwierig, auch in den sozialen Medien. Also man braucht da wirklich viel Fingerspitzengefühl, man kann es nicht jedem recht machen, aber um momentan auch so mit seinem normalen Alltag weiterzumachen, weil nichtsdestotrotz die allgemeine Situation ist ja nun vielen jetzt bekannt. Es wird demonstriert, aber der Betrieb läuft ja trotzdem weiter. Und ich habe ja trotzdem auch Arbeiten zu erledigen. Genau. Kommen wir aber weiter dazu zum Thema Ackerbau. Ich habe
seit Sommer viel zu wenig AKFs gemacht. Und die AKFs sind mit mein liebstes Format und das mag ich total gerne. Und das tut mir furchtbar leid, weil da sind super viele spannende Dinge mit dem Direktsat Raps, mit dem Direktsat Weizen, die wir eigentlich hätten schneller beobachten müssen und können. Und da tut mir leid und das versuche ich in Zukunft zu verbessern, beziehungsweise das versuche ich besser hinzubekommen. Genauso, ja, wir hatten kein Jahreszusammenfassungsvideo. Auch da tut mir leid, muss man ehrlich so sagen. Aber wie gesagt, ich hatte das Gefühl, du musst kein Video machen, nur weil du musst. Und da hatte ich das Gefühl, das musst du und das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Das ist nun mal so, wie es ist. Bin auch nur ein Mensch und man muss da auch ein bisschen selber auf sich achten. Das Ganze hat ziemlich viele Eindrücke von allen Varianten. Ich bin ja nicht nur selbstständig, sondern ich habe auch eine Familie, wie ihr auch. Und auch YouTube, Social Media, sagen wir so, hat ein Ausmaß inzwischen angenommen, das relativ groß ist. Das macht unfassbar viel Spaß und ich mache nach wie vor auch nur Projekte, auf die ich Lust habe. Aber das kostet letztendlich auch ein bisschen Zeit und Kraft. Und daher war es mir wichtig, letztendlich auch ein bisschen abzuspannen und auszuruhen. Und dann kommt halt jetzt Stück für Stück der Content nach, den wir unbedingt noch machen müssen, aber worauf ich Lust habe. Das heißt, wir haben das Fazit-Avatar-Video, das ist sozusagen, das hatte ich schon im Herbst abgedreht. Das ist schon fertig. Wir können uns das über die Boss noch angucken, über den Feldaufgang. Und da kann ich euch grundsätzlich erstmal dazu sagen, ich habe momentan noch keine neue Drillmaschine unterschrieben. Einfach kurz und knapp kann ich euch sagen, ich hatte ja nur mehrere Drillmaschinen da. Und eine kommt noch im Sommer jetzt, wenn das alles klappt. Bei der Avatar ist es so, da ist Hairpinning ein Problem. Der ganze Rest der Maschine ist grob gesagt sehr, sehr gut. So. Und alle, die mir geschrieben haben, die eine Avatar haben, waren damit jetzt auch sehr zufrieden, meinten aber nur, man muss ein bisschen den Betrieb auf die Avatar anpassen. Bei der Boss ist es so, die hat mich schon sehr überzeugt. Aber da gibt es wesentliche Punkte. Zum einen gibt es nach wie vor kein Isobus. Und Isobus und teilflächenspezifisch, das ist für mich schon ein der wichtigen Dinge, auf die ich jetzt nicht verzichten wollte, wenn ich jetzt über die nächsten Jahre investieren möchte. Dann ist die Sache mit den Zyklonen. Die ist ja an sich ganz gut gelöst und schafft damit viele Probleme weg. Aber sie schafft ein neues Problem. Und das haben wir zum Beispiel bei den Beizen beim Mais erlebt. Wenn wir eine Beize verwenden, bei der die Abluft nicht mehr nach oben geführt werden darf, dann haben wir da ein ganz großes Problem mit. Das heißt, die Abluft wird nach oben abgeleitet. Und das ist eines der Punkte, die ich als kritisch ansehe bei dieser Maschine. Ein weiterer Punkt ist, ich war relativ begeistert davon. Wir haben mehrere Zuschauer, was heißt mehrere? Ungefähr 3, 4. Haben mir geschrieben, sie hatten eine Boss und sind davon wieder weg. Die war leider nicht zuverlässig. Und man muss sagen, so dass das Feedback aus der Community ist immer relativ gut. Also ich bekomme von euch teilweise relativ gute Berichte, auch wirklich lang geschrieben auf Instagram oder auf E-Mail. Auch wenn ich nicht immer alles sofort antworte oder so, aber ich lese schon alles durch. Und das ist der Punkt, der mich so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. So die Saatgutablage, das ist alles schon ziemlich gut, das werdet ihr in den zukünftigen Videos sehen. Aber das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und dann ist es einfach so, momentan, ihr wisst, der Zins ist relativ hoch, dass ich denke, aktuell, also nicht nur des Zinses willen, sondern die aktuelle Lage, ja, Glyphosat ist erstmal wieder ein halbes Jahr verlängert, EU-weit 10 Jahre, aber vorläufig erstmal ein halbes Jahr in Deutschland, dass ich momentan vom Bauchgefühl das Gefühl habe, jetzt da nicht investieren zu müssen und zu sollen, sondern dass die Situation einfach mal ein bisschen auszusetzen. Und ich habe auch das Gefühl, das ist momentan vielleicht eine weise Entscheidung, das Geld zusammenzuhalten. Man weiß nicht, was kommt. Ich habe ja die Option, nach wie vor Direktsat im Lohn machen zu lassen. Also der Kollege mit der Novak, der macht das auch in Lohn, wie die ganzen letzten Male. Also das bezahle ich ja. Und von daher sehe ich das einfach so, dass man das vielleicht einfach aussitzen kann und einfach mal abwarten kann, wie sich das Ganze entwickelt, auch bei den Maschinen. Ich habe das Gefühl, relativ schnell fließt da sehr, sehr viel Gehirnschmalz rein. Vielleicht noch das Thema bei der Novak. Eine Novak sehe ich für mich persönlich als nicht so interessant an. A, ist mir die einfach zu schwerzügig. Eine Direktsat-Drillmaschine, alle, die ich bis jetzt hatte, waren im
Rahmen so von 3,5 bis 5 Liter pro Hektar Verbrauch. Die Novak ist da eher bei 10 Liter. Und auch der Zugkraftbedarf, wobei ich mit den anderen Herstellern bei 6 Meter irgendwo bei 150 PS lande, bedarf eine 6 Meter Novak schon 300 PS. Das sind natürlich alles Kosten. Der Verschleiß ist sehr intensiv. Und auch bei den kritischen Punkten, wo man jetzt sagt, okay, hier war ein Strohschwatt, hier liegt noch Stroh irgendwie. Auch da performt sie im Wesentlichen nicht besser als die anderen. Ganz im Gegenteil, wenn da vielleicht mal eine Fahrgasse war oder eine harte Spur, hat da zum Beispiel die Boss am besten performt. Also so, die eierlegende Wollmilchsau habe ich noch nicht gefunden. So, dann sind halt so Punkte, die einen noch nicht so richtig direkt überzeugen. Aber davon ab habe ich das erstmal als Option zu sagen, okay, ich lasse einen Teil in Lohn machen oder ich lasse das in Lohn machen vorerst. Und fürs Frühjahr, für die Sonderkulturen kann ich mir noch eine ausleihen vom Nachbarbetrieb oder ähnliches. Auch da sehe ich mich in Zukunft irgendwie noch weiter in Kooperation mit Nachbarbetrieben, um Maschinenkosten einfach zu reduzieren und sagen wir mal über die Innovation trotzdem treu bleiben. Gerade Beispiel Maislege ist ja so der Punkt, da wäre das schon mal gut, wenn da mal eine neue kommt. Man hat schon bessere Möglichkeiten, Saatgutablage, es wird vieles, vieles besser. Und es ist aber so, das lohnt sich einfach für meine Fläche nicht. Und da muss ich gucken, dass ich langfristig da mit Kooperation mit anderen Betrieben zusammenkomme, mit anderen Nachbarbetrieben, sodass man schon selber legen kann, aber auch die Kosten runterbekommt. Also ich will unbedingt selber legen, einfach auch wegen der Qualität. Ja? Also klar gibt es gute Lohnunternehmen, gar keine Frage, aber auch Lohnunternehmen haben Problem Personalmangel, Auslastung, werden oftmals Dinge überhitzt oder übereilt. Und wenn man dann einfach auf Saatgutablage und auf Perfektion steht und in Ecken stoßen oder sowas, dann will man das wirklich alleine machen. Und genau, und deswegen will ich einfach da noch mal ein bisschen warten, gucken, wie sich das entwickelt, wie sich der Betrieb entwickelt. Habe ich die Chance, vielleicht noch mal Fläche dazu zu gewinnen oder wird es nach wie vor kleiner werden? Kann ich euch erstmal nicht sagen. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Bei Futter XL ist zu sagen, da ist es so, dass wir aktuell keinen Versand mehr anbieten. Wir haben das ganze letztes Jahr krassen Umsatzrückgang zu verbuchen und das ist aber branchenübergreifend. Also wir informieren uns ja viel bei Herstellern, bei denen wir einkaufen und so. Und das ist branchenübergreifend und gefühlt, was die Hersteller uns sagen, gibt es nahezu keine Heimtiere mehr. Und ja, das haben wir auch letztes Jahr gemerkt. Und auch die Produkte, die da sind, mit denen man, also beziehungsweise die den Markt haben, die noch gekauft werden, gibt es einen unfassbar hohen Preisdruck im Internet, sodass man ja das quasi eigentlich für umsonst verschickt. Das lohnt sich alles nicht. Die Kosten sind explodiert beim Versand. Es gibt Verpackungslizenzierung, alles drum und dran. Und da haben wir einfach gesagt, okay, wir hören damit erstmal auf. Vielleicht fangen wir damit irgendwann wieder an, aber erstmal hören wir damit auf. Lokal kann man weiter bei uns kaufen. Aber erstmal sehen wir für den Online-Versand keinen guten Markt. Auch bei den Sonnenblumen, die wir sonst relativ gut vermarkten können, ist kompletter Verramschung auf dem Markt. Das heißt, nach Abzug aller Gebühren, also zum Beispiel bei Amazon und eBay sind ja die Verkaufsplattformen, wo man am meisten absetzt. Abzüglich dieser Gebühren und abzüglich Kartons und bleibt da am Ende ein Tonnenpreis von 240 € pro Tonne übrig. Und wenn ich jetzt per LKW verkauft, bin ich bei 280 €, ohne dass man es absacken muss und. Also es wird momentan mit osteuropäischer Ware vermutlich gehandelt, also uns selber wird die angeboten für unter 200 € pro Tonne Sonnenblumenkerne. Ja, und da versuche ich halt meine jetzt weiter anderweitig zu vermarkten. Und auch der Sonnenblumenanbau muss leider erstmal pausieren, obwohl ich die Kultur so mag. Aber der Preis ist so dermaßen im Keller. Also wir brauchen schon um die 350, 400 €, damit das Ganze solide ist. Und aktuell sind wir unter 300. Wir sind 250 bis 280 €. Trocknungskosten haben wir noch. Besondere Erntekosten haben wir auch noch. Also von daher muss ich auch leider da sagen, Sonnenblume ja im kleinen Maße, 5 Hektar ungefähr für unser Öl. Darauf konzentrieren wir uns natürlich weiter, das wird bleiben. Aber bei den anderen Sonnenblumen müssen wir halt einfach mal pausieren. Vielleicht erholt sich der Markt wieder in 1-2 Jahren, dann machen wir da wieder weiter beim Sonnenblumenanbau, aber momentan ist da keine gute Situation. Also machen wir normal weiter mit ganz normalen Ackerbau, mit ganz normalen Kulturen, wie ihr das bei mir gewohnt seid, Sonderkulturen natürlich auch.
Genau, das ist der Punkt. Was wird sich groß verändern? Im Ackerbau eigentlich gar nicht so viel. Also wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Die Linien bleiben uns treu. Wir gehen weiter in Richtung Direktsaat. Strip-Till ist eine feste Konstante auf dem Betrieb. Da geht es natürlich auch weiter. Der Schlepper dafür ist schon gesichert. Das heißt, da geht es auch weiter. Düngung setze ich dieses Jahr wieder auf flüssig. Also ich habe letztes Jahr im Juli schon Flüssigdünger gekauft. Dann, wo machen wir weiter? Ja, ist ziemlich alles im Prinzip schon durchgeplant fürs ganze Jahr. Für die Kulturen, Mais, alles bestellt. Sammlung, Saatgut, also Saatgut ist auch alles bestellt. Da machen wir natürlich komplett weiter. Das Kottefass, weiß ich gar nicht, ob ich das entsprechend gesagt habe, aber das war 2 Jahre gemietet. Das weiß ich aber, dass das im Video gesagt wurde. Und das habe ich aber auch nicht weiter erneuert. Das heißt, jetzt mit Wegfall des Grünlands, wo ich ja eine Ausschreibung verloren habe. Das heißt, ich war nicht zwingend verantwortlich dafür, dass ich jetzt am Ende kein Grünland mehr habe, sondern ich war ja gewillt, das weiter zu behalten und habe auch relativ viel Geld geboten dafür, damit ich das weiter behalte. Aber das hat leider nicht funktioniert. Das heißt, da muss ich ja im Prinzip dann auch irgendwie die Konsequenzen draus ziehen und da geht im Prinzip ein Zubringer weg. Das Kotte bleibt weg. Die Annaburger sind da geblieben. Ja, Venusfass bleibt. Die Schlepper bleiben jetzt auch alle auf dem Hof. So die 3, die wir da jetzt haben. Genau, was haben wir denn noch? Genau. Soweit ist es erstmal. Und ja, beim Drusch, Lohner in MV ist am Start. Ich denke, ich habe bis jetzt schon eine ganz gute Auslastung gesichert. Vielleicht kommt noch ein bisschen was dazu. Da, wo wir letztes Jahr gedroschen haben, haben wir eigentlich überzeugt und beziehungsweise habe das ja mit jemand anders gemacht, mit dem Betrieb vom X9. Das heißt, ja, die Kooperation geht natürlich auch weiter und soweit kann ich euch nichts weiter dazu sagen. Das ist erstmal der aktuelle Stand. Videos weiter. Wir machen wieder mehr Ackerbau. Leider Gottes, das ist ja nun mal so, ich muss ja nun relativ viel Maschinen fahren. Der Betrieb ist ja nun mal darauf aufgestellt, dass wir zu dritt sind und zu dritt alles abarbeiten. Und dann ist es natürlich so, dieses Jahr die Getreideernte hat sich unfassbar in die Länge gezogen. Und von da sind wir dann direkt ins Grünland gestiegen. Dann steigen wir in Mais und dann gehen wir wieder in die Sonnenblumen. Und dazwischendurch haben wir noch die Aussaat. Und es ist ja nicht so, dass ich mich zwischendurch nur ausruhe, sondern da ist einfach kaum die Zeit gewesen, um dann noch anders zu filmen. Das heißt, es ist nochmal so, dass ich dann, wenn ich den ganzen Tag diese Maschinen fahre, einfach ja, auch irgendwie dann nur aus den Maschinen filmen kann. Das ist leider Gottes so, aber nach wie vor bleibt das Ziel, die AKF, die wieder mehr stattfinden zu lassen. Ja, leider Gottes wahrscheinlich wieder ohne Lisi. Ich mag das eigentlich total gerne mit Lisa das zu machen, weil Lisa die Fragen stellt, ja, wo ich gar nicht mehr dran denke, die vielleicht jemand stellt, der nicht so involviert ist im Ackerbau. Finde ich eigentlich schade, aber Lisi geht ja nun bald in ihre Elternzeit und in ihr, sagen wir mal, Babyjahr. So ganz ohne in der Selbstständigkeit kann man ja nicht einfach ohne Arbeit leben. Genau, also da ist es Anfang April soweit und auch den Spagat muss ich auch irgendwie schaffen zwischen ja, Papa sein und in der arbeitsintensivsten Zeit trotzdem zu hustlen und zu grinden. Also von daher, vielleicht wird es das ein oder andere Video dann in der Zeit ein bisschen weniger geben. Auch wenn ich Max habe, Katamax, schneide ich ja trotzdem, sagen wir mal, die Hälfte der Videos alleine. So die AKFs schneide ich alleine und auch andere Videos, wo es so ein bisschen um Fachthemen geht, schneide ich schon alleine. Einfach, um mir das nochmal anzuhören. Und da gibt es wirklich Punkte, wo ich denke, na Hannes, was hast du denn da gesappelt? Was ist denn das für ein Versprecher? Versteht ihr? Da muss man, also da bin ich nach wie vor der Meinung, da muss ich immer nach wie vor nochmal einmal drüber gucken. Manchmal erzählt man Dinge so im Moment und hat das aber gar nicht so gemeint, bei irgendwelchen Zahlen oder Begriffen und deswegen bin ich der Meinung, das muss ich selber machen. Ja, und auch, glaube ich, schneide ich mehr als ihr denkt, glaube ich. Also ich glaube, viele denken, Max macht es nur noch, aber ich denke mal, die Hälfte der Videos gehen auf Max' Konto. Und nichtsdestotrotz muss ich ja trotzdem das Material aufarbeiten. Das heißt, ich lade es hoch, also ich sortiere die Videodateien durch, lade es hoch an Max, fertig sortiert und der schneidet es dann fertig. Und auch das braucht dann doch nochmal hier und da ein bisschen Zeit. Nichtsdestotrotz habt ihr da erstmal den aktuellen Standpunkt, war mir wichtig, um euch wieder ein bisschen mitzunehmen für die ganze Saison. Sorry, dass ein bisschen weniger wurde, aber wie gesagt, ich wollte keine Videos machen, wenn ich irgendwie muss, sondern ich will Videos machen, wenn ich Videos machen möchte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Folgen wieder. Geht wieder los. Während wir hier aufgenommen haben, hat der Nachbarbetrieb schon angerufen, wir haben heute Dienstag, 30. Juni und ihr guckt das heute Abend. Juni. 30. Januar.
Wir haben Dienstag, 30. Januar, ihr guckt das heute Abend. Und Donnerstag geht's los mit Gerstenfahren. Ach, ein ganz wichtiger Punkt. Mann, es ist auch so, dass, was besonders wirklich auch dazu kam, meine beiden Jungs sind nach dem Sonnenblumen trocknen auch so wie in Urlaub gegangen, als auch, sagen wir mal, in Krankheit. Die haben beide so ein bisschen Wehwehchen, mit denen sie sich schon länger dahingeschleppt haben. Und da habe ich gesagt, okay, das sollen sie jetzt in aller Ruhe auskurieren und sollen sich die Zeit nehmen. Das heißt, ich war halt auch in der Landwirtschaft ab Sonnenblumentrocknen so ziemlich alleine. Ich habe es nicht geschafft und wir haben es auch zu wenig geschafft, die ganzen Maschinen zu waschen, sodass wir heute den Häcksler waschen waren. Also wir hatten ja dann auch Agritechnica, Frost, Schnee, Frost, Schnee und auch jetzt, also ich hätte es auch vielleicht letzte Woche noch waschen können, aber davor war gar keine gute Möglichkeit, das Ganze sauber zu machen. Das heißt, jetzt holen wir natürlich auch nach, unsere ganzen Maschinen zu waschen. So spät habe ich den Häcksler noch nie gewaschen. Aber das ist nun mal, wie es ist. Mir ist wichtig, dass meine Jungs sich auskurieren. Die sind schon viele Jahre bei mir und die sollen auch noch ganz viele Jahre bei mir bleiben. Und von daher kommt einer jetzt schon mal zurück. Einer ist schon wieder da von den beiden Jungs und einer kommt hoffentlich auch bald jetzt im Frühjahr nach und dann werden wir weitersehen. Ich bin guter Dinge und ja, wie gesagt, dann ab Donnerstag fahre ich Gerste im Zubringer, können wir mal ein bisschen wieder filmen, ein bisschen was zeigen und ich freue mich. Ich habe Lust auf die neue Saison. Draußen wird es jetzt so ein bisschen warm, 8 Grad, Sonne fängt an zu scheinen. Und obwohl ich letzte Woche noch so gar nicht so richtig Lust hatte und habe gedacht, oh, jetzt geht das bald wieder los und ach, Mensch, sobald du einen Fuß in den Trecker setzt, steigst du da das Ganze ja nicht mehr aus. Aber jetzt gehst du raus und man hat diese ganz spezielle Luft, die man im Frühjahr hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so eine ganz spezielle Luft, wie es riecht, wie einfach die ersten Sonnenstrahlen sich anfühlen. Und da kriege ich so Lust drauf. Jedes Jahr, wenn dieser Moment kommt und der kam gestern schon, habe ich Bock. Ach, und ganz wichtig, Leute, bei den Getreidebeständen und AKFs ist schwierig momentan für mich. Ich habe keine Fahrerlaubnis. Ich musste leider Gottes, wer den Podcast verfolgt, weiß das ja, ich habe das ja offen kommuniziert, schon im Vorfeld. Einen Monat musste ich meine Fahrerlaubnis abgehen. Ich bin letztes Jahr ein bisschen verträumt in eine 70er-Zone reingerollt, also Strich 100 gefahren, weil 100 waren. Und habe einfach eine 70er-Zone übersehen und die war auch augenscheinlich nicht zu sehen so richtig. Also einfach nur eine gerade Strecke, keine Abfahrten, keine Häuser, gar nichts, einfach 70-Zone, keine Kurve. Und ja, da bin ich reingefahren und jetzt muss man dafür gerade stehen und dann kriege ich Freitag jetzt meine Fahrerlaubnis wieder. Ich kann gar nicht Donnerstag fahren. Krieg Freitag meine Fahrerlaubnis wieder und ja, dann bin ich ab dann auch wieder am Start. Gut, dass mir das nochmal eingefallen ist. Aber wäre mir schon eingefallen. Genau. Von daher mit den AKFs muss ich ein bisschen gucken. Lisi ist aktuell im Büro jeden Tag. Wir machen die Jahresabschlüsse fertig. Und die kann ich da auch nicht einfach so rausziehen. Eure Fragen werden beantwortet, beziehungsweise eure Reklamationen im Shop, wenn irgendwas falsch war oder so. Das arbeiten wir auch alles selber auf inzwischen. Beziehungsweise das macht Lisi alles. Also da vielleicht ein bisschen Geduld, wer ein bisschen länger drauf gewartet hat auf die Antwort. Und ansonsten kommt das jetzt alles noch. Mann, ich kann Donnerstag noch gar nicht fahren. Das ist aber ärgerlich. Ich habe mich gerade schon gefreut, ey. So, Leute, ich wünsche euch was. Dann ist Mitfahrer in MV Donnerstag und ab Freitag geht's dann los. Leute, ich wünsche euch was.